war schon immer dein Fehler, mehr zu fühlen als zu denken. Vielleicht solltest du gleich damit anfangen, das zu ändern. Ja, im Moment spiele ich ihm die talentierte Hobbymalerin vor und hoffe, dass ich damit weiterkomme. Was? Nein, das kann ich nicht machen. Er muss es mir schon von selbst anbieten, anders geht das nicht. Dr. Love hilft euch bestimmt gerne. Frank, du bist ein Schatz. Hallo, seid ihr jetzt völlig durchgeknallt? Uli, pass mal auf. Ich kenne Dr. Love ganz gut. Ich begegne ihm nämlich jeden Morgen im Spiegel. Keiner hat das Recht, Dennis zu verurteilen, solange seine Schuld nicht eindeutig bewiesen ist. Warum verteidigst du ihn denn so? Weißt du etwa mehr als wir? Also, warum nimmst du diesem Mistkerl da in Schutz? Weil ich glaube, dass er die Wahrheit sagt. Der lügt doch, wenn er den Mund aufmacht. Dennis hat sich schon ganz andere Dinge geleistet. Das kann Ihnen jeder hier bestätigen. Interessant, dass Sie mir einen solchen Schwerverbrecher als Assistenten empfohlen haben. Jeder kann mal einen Fehler machen, okay? Und wir sind alle schon auf diesen Mistkerl hier reingefallen. Du befindest dich also in bester Gesellschaft. Ich weiß nicht, wovon du sprichst, Kathi. Und um ehrlich zu sein, das interessiert mich auch nicht. Dennis ist mein Mitarbeiter und genießt mein Vertrauen. So wie jeder meiner Mitarbeiter. Und wenn seine Vergangenheit noch so bewegt ist. Heino hat aber niemanden angefahren und liegen lassen. Dennis auch nicht. Jedenfalls ist mir nicht bekannt, dass er dafür vor einem Gericht schon verurteilt wurde. Ja, wer soll es denn sonst gewesen sein? Er ist der Einzige, der den Wagen gefahren haben kann. Mit Ausnahme des Diebes oder der Diebe. Wenn Dennis meinen Wagen nicht gefunden hätte, wäre die Polizei nie auf ihn aufmerksam geworden. Ich war zur falschen Zeit am falschen Ort, das ist alles. Ach Gott, jetzt bist du auch noch das Opfer. Gewissermaßen. Aber Patrick liegt doch da oben, nicht Dennis. Das gibt euch noch lange nicht das Recht, diese Rufmordkampagne gegen Dennis zu veranstalten. Er könnte euch sogar dafür belangen. Ha, wir sollen verknackt werden und er geht leer aus? Das könnte Los dir jetzt, Herrschaften! Keine Lynchjustiz in meinem Lokal. Habe ich mich klar ausgedrückt? Ob das klar ist? Kommt, hat sowieso keinen Zweck. Dass ihr das einseht. Wenn du glaubst, dass du damit durchkommst, dann hast du dich geschnitten. So müsste man malen können. Und dann? Ich würde nichts anderes mehr tun. Keine Reisen um den Globus? Keine aufregenden Verhandlungen? Keine Auktionen? Nein. Ihnen würde bestimmt bald langweilig. Oh, sicher nicht. Die Malerei bedeutet mir so viel. Dafür lebe ich. Aber davon könnten Sie nicht leben. Das waren Ihre Worte. Oh, Sie haben recht. Ich rede sentimentalen Unsinn. Die Malerei kann nur ein Hobby sein. Selbst wenn ich noch so viel Talent hätte. Also ich halte Sie für äußerst talentiert. Was nutzt das, wenn die Technik fehlt? Und was wäre, wenn ich Ihnen die Möglichkeit eröffne, von einem der bedeutendsten Maler des 18. Jahrhunderts zu lernen? Sie könnten Rutherford Steele lernen. So lange und so oft Sie wollen. Auch ohne mich. Oh, das wäre natürlich wunderbar. Aber was sagt Ihr Vater dazu? Ach, das lassen Sie mal getrost meine Sorge sein. Er wird schon nichts dagegen haben. Wenn ich Ihnen sage, das geht in Ordnung, dann können Sie sich drauf verlassen. Sie sind ein Schatzengel. Sie ahnen gar nicht, was das für mich bedeutet. Was wollen Sie? Warum diese Geheimnistuerei? Um was geht's denn? Nach dem, was vorhin passiert ist. Ich glaube, ich bin doch besser dran, wenn ich mich auf Ihren Rechtsverdreher einlasse. Sie müssen nur die Vollmacht unterschreiben. Und ist noch was? Ich wollte mich bei ihm bedanken. So wie Sie zu mir halten, das würde nicht jeder tun. Zumal der Terror, der hier veranstaltet wurde, erst der Anfang war. Naja, Kathi und ihr Anhang beruhigen sich schon wieder. Keine Sorge. Im Kindergarten werde ich fertig.
Wie kann die Schneider nur so bescheuert sein? Dass Dennis der Täter ist, sieht ja wohl ein Blinder mit Krückstock. Ja, vielleicht fährt sie auf ihn ab. Du meinst, sie ist scharf auf Dennis? Möglich. Naja, Männer sind ihr Hobby. Obwohl, ich meine Männer und nicht Milchbubis. Unser Bubi macht aber auf Casanova. Und der ist jung. Sowas schmeichelt ihr bestimmt. Ach, das glaube ich nicht. Die Schneider ist eine erwachsene Frau. Die fällt doch nicht auf so einen Aufreißer rein. Du meinst so wie wir? Also ich bin nicht auf ihn reingefallen. Du warst vielleicht nicht mit ihm im Bett, aber du warst so gut mit ihm befreundet, dass du Nick los bist. Dass wir was mit Dennis hatten, tut doch jetzt gar nichts zur Sache. Viel schlimmer ist, dass er einen auf unschuldig macht, während Patrick seinetwegen hilflos im Bett liegt. Und wie ich ihn kenne, zieht er sich bestimmt wieder aalglatt aus der Affäre. So leicht kommt er nicht davon. Es muss irgendeinen Weg geben. Ach, wir haben doch schon alles versucht. Und du hast doch gesehen, was dabei rausgekommen ist. Dann müssen wir es eben noch mal versuchen. Und ich weiß auch schon wie. Jetzt mache ich Ihnen schon wieder Umstände. Das ist ja wohl das Mindeste. Schließlich war es eins unserer Pferde, von dem Sie gestürzt sind. Nur weil ich ungeschickt war. Keine Widerrede. Haben Sie es bequem so? Ja. Henning, wenn die Kunstbände kommen, dann... Bringt das Mädchen den Koffer sofort hier. Sie weiß Bescheid. Falls Sie sonst noch etwas brauchen? Ich bin wunschlos glücklich. Gut. Sobald ich den Papierkram erledigt habe, sehe ich wieder nach Ihnen, ja? Ich freue mich darauf. Hallo, der ist gerade für Sie abgegeben worden. Oh, danke. Stellen Sie bitte dahin. Tja, wenn ich noch was für Sie tun kann? Oh nein, im Moment nicht. Dankeschön. Okay so? Naja, mein Stil ist es nicht gerade, aber wenn du meinst, ist es in Ordnung. Meine ich. Ich bin schließlich ein verkannter Poet. Uhrenvergleich. Kuckuck. Auf meinen ist es 5 nach. Was für ein Zufall, auf meiner auch. Witzig. So, jetzt bist du dran. Keine Panik, Nick wird deine Radiosendung hören. Und wenn ich ihn festbinden muss. Hoffentlich. So, Achtung, er kommt. Ist was? Frag Uli, ich muss weg. Frank hat sich beschwert, dass er keinen Shampoos bekommen hat. Ich mach hinter ihm dicht, okay? Dir ist schon klar, dass ich euch kein Wort glaube, ja? Ja. Du musst aber auch nicht immer alles wissen. Na, solange du keinen Mist baust. Wann denn? Entweder bin ich in der Schule oder im Laden. Ich habe noch nicht mal Zeit, meine Freundin zu suchen. Das ist auch besser so, glaub mir. Oh, tut mir leid, ich wollte nicht. Schon gut, ich hätte ja nicht fragen müssen. Was hältst du von einem Videoabend? Meinetwegen musst du nicht zu Hause rumhocken. Ich kann auch ins Kino gehen oder... Ach, irgendwas fällt mir schon ein, damit ich nicht dauernd an Steffi denken muss. Wie wär's zum Beispiel mit einem Videoabend? Nee, wirklich nicht, Uli. Ich muss mal raus, sonst werde ich noch wahnsinnig. Okay, wie du willst. Mach mir hinterher aber keine Vorwürfe, dass wir nichts mehr zusammen machen. Wie wär's denn mit einem Videoabend? Aber keine Liebesfilme, okay? Okay, Action pur. Einverstanden? Ja. Das hätte ich dir gar nicht zugetraut. Christoph wird mir schon nicht den Kopf abreißen. Caroline ist eine seriöse Geschäftsfrau und allein. Ich könnte ja verstehen, dass er verärgert wäre, wenn ich den Rutherford einer ganzen Touristengruppe zugänglich gemacht hätte. Ob das dein Vater genauso sieht? Ihm hätte sie bestimmt auch leid getan. Wie sie da gesessen hat in der Kälte. Mit ihrem kaputten Fuß. Oh. Und der Prinz auf einem Schimmel angeritten kam. In der einen Hand den Glühwein, in der anderen ein paar Eisblumen. Ungewöhnliche Frauen erfordern ungewöhnliche Maßnahmen. Und seit ich weiß, dass sie malt, ist sie mir noch viel sympathischer. Psychologie für Anfänger Teil 1? Weißt du, Gero, heute hat Caroline sich das erste Mal von einer ganz anderen Seite gezeigt. Ja, sie war nicht mehr diese unnahbare, knallharte Kunstagentin. Sondern? Sie war einfach Caroline. Verstehst du? Nein. Aber das ist ja auch egal.
Hauptsache Christoph versteht. Wenn er nämlich erfährt, dass du ihr Zutritt zum Bildersaal verschafft hast, dann... Wenn er sie erst mal besser kennengelernt hat, dann wird er mich schon verstehen. Ach, hier steckst du. Gero, würdest du uns bitte einen Moment allein lassen? Bin nie hier gewesen. Bei euch alles klar? So, jetzt müssen wir nur noch warten. Ich finde die ganze Sache immer noch ein bisschen kindisch. Hast du vielleicht einen besseren Vorschlag? Nee. Na also. Der wird das Lachen schon noch vergehen. Na, die Gemüter scheinen sich ja beruhigt zu haben. Mhm. Ich habe noch mal nachgerechnet. Mir steht noch Resturlaub zu. Ja, nimm den nach Ostern. Da ist im Laden am wenigsten zu tun. Wissen Sie, wie viele Wochen das Ja, das noch ist mir sind? egal, wie viele Wochen das sind. Du bist jetzt unabkömmlich. Verstanden? Ja. Hallo, Frau Schneider. Hallo, Dennis. Hast du mir ein Ei? Hier, Was soll das denn? er oder wir. Du hast dich leider für Dennis entschieden. Tut mir leid, Heino. In nächster Zeit wirst du wohl ein bisschen weniger Trinkgeld bekommen. Mangels Gästen. Kindergarten. Ja, also dann, bis die Tage. Was soll das denn heißen? Sie haben auch selbst gesagt, sobald ruhigere Zeiten anbrechen, darf ich meinen Resturlaub nehmen. Heino, Sie bleiben hier. Rufen Sie mich an, wenn das Theater vorbei ist. Das ist Meuterei. Ich habe ja Verständnis dafür, dass du Frau Odenthal entgegenkommen wolltest. Aber du hast dich hinter meinem Rücken über meinen ausdrücklichen Wunsch hinweggesetzt. Ich bin nur noch nicht dazu gekommen, es dir zu sagen. Das meine ich nicht, Henning. Es hat sich kein Fremder in unserem Privatbereich aufzuhalten. Caroline ist doch keine Fremde. Für mich schon. Und du kennst sie auch noch lange nicht genug, um sie mit meinen Bildern allein zu lassen. Willst du damit sagen, man kann Caroline nicht über den Weg trauen? Nein, das meine ich nicht. Aber diese Bilder stellen einen unschätzbaren Wert dar. Caroline ist Kunstagentin. Sie weiß ganz genau, wie man sich in solchen Räumen zu bewegen hat. Mein Verbot gilt auch für sie. Habe ich mich da klar ausgedrückt? Ja, bitte? Ihr Vater hat recht. Verzeihung. Ich konnte nicht umhin, einiges mitzuhören. Ich möchte nicht, dass Ihr Vater meinetwegen eine Ausnahme macht. Genauso wenig, wie ich die Ursache für einen Streit zwischen Ihnen und Ihrem Sohn sein möchte. Bitte missverstehen Sie mich nicht. Ich meine das natürlich nicht persönlich. Nein, nein, ich habe schon richtig verstanden. Und ich versichere Ihnen, dass ich in Zukunft nur noch in Begleitung die Bilder betrachten werde. Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis. Wir sehen uns. Extra 4 Käse. Kannst dich wohl nicht mehr abwarten, was? Lass uns mal ein Video einlegen. Nur keine Hektik. Ich will jetzt erst mal hören, was Dr. Love vorhat. Na was wohl, Probleme wälzen. Ja, aber die Probleme anderer lenken mich von meinen eigenen Problemen ab. Und außerdem müssen wir erst mal ein bisschen Ordnung schaffen hier. So, das war's jetzt aber. Und was ist mit deinem Rücken? Es reicht, Millie. Ich muss zu Kathi und Jackie. Sag mal, hast du irgendwo meine Tasche gesehen? Nee, jetzt mach schon hier. Ja, immer mit der Ruhe. Und jetzt was für diejenigen unter euch, für die Versöhnung ein Fremdwort ist. Da ist sie ja. Wie ist die denn da hingekommen? Ein Gedicht von Nick an Steffi. Und damit sich die richtige Steffi auch angesprochen fühlt, hier ein kleiner Tipp. Dein Nick lag mal im Koma, bis ein Wunder geschah. Der mag mich. Ohne dich. Ohne dich sitze ich morgens alleine hier und suche den Himmel ab nach einer Spur von dir. Ich drehe die Zeiger an der Uhr zurück, denn ich sehne mich nach unseren Stunden. Ich sehne mich nach dir wie der Mann im Mond, der auf dunklen Runden in stumme All nach seiner Sonne ruft. Nur die Hälfte der Welt ist übrig geblieben. Ich stehe auf des Lebens grauer Seite. Dass es unmöglich sein soll, dich zu lieben, ist wie die Vertreibung aus dem Paradies. Ich bin kein Mensch, nur noch halbes Wesen.
Warte, wo Aus willst du meinem jetzt noch Herzen hin? das Ich brauche Große, noch uns deine beide Luft. Und wir zwei nur sprechen uns einsetzen. auch noch. Das Hier und Jetzt, das trau ich ohne dich. Mist. Puh, wenn ihr mich fragt, Leute, das geht ans Herz. Der Junge liebt die Steffi. Hey, gib ihm noch eine Chance, ja? Und jetzt ein Song von Nick für seine Steffi, die er immer noch liebt. Das gibt's doch alles gar nicht. Hi Frank, ich bin's. Du, Nick ist gerade weg. Wir müssen unseren Plan ändern. Alles klar? Ach, bin ich froh, dass du endlich da bist. Kannst von Glück sagen, dass ich gerade in der Stadt war. Na und? Hast du einen Ersatzmann gefunden? Na, Nina Ryan hatte was anderes vor und Niklas konnte ich nicht erreichen. Den Laden dicht gemacht. Warum hast du dich nicht selbst hinter die Theke gestellt? Sehr witzig. Sag mir lieber, was ich jetzt machen soll. Mit Dennis oder mit dem Lokal? Du, ich glaube, dass mich Kathi in ernsthafte Schwierigkeiten bringen kann. Überschätzt du sie da nicht ein bisschen? Wärst du dabei gewesen, würdest du nicht so denken. Lass dir von der kleinen Göre doch keine Angst einjagen. Clarissa, verstehst du denn nicht? Sie setzt nicht nur mich unter Druck, sondern auch Dennis. Na was, wenn der jetzt Nachforschungen anstellt, um seine Unschuld zu beweisen? Du hast das beste Alibi, das du dir wünschen kannst. Mich. Dir kann doch gar nichts passieren. Ich fürchte, das ist nur der Vorgeschmack auf das, was mir blüht. Womöglich muss ich die Galerie dicht machen. Ganz schlecht bei dem Gedanken. Was musst du dich auch als Beschützerin deines Assistenten aufspielen? Das bin ich ihm ja wohl schuldig. Da siehst du mal, wo dich dein Gewissen hinbringt. Nicht mal in der Bibel steht, dass man sich dafür ruinieren muss. Das ist doch jetzt geschmacklos. Ich bin nur realistisch. Und deshalb habe ich auch schon einen Plan. Sie machen sich doch nicht etwa immer noch Vorwürfe. Naja, mir ist es einfach peinlich. Das muss es nicht. Normalerweise halte ich, was ich verspreche. Ich lege nicht jedes Wort auf die Goldwaage. Außerdem hat mir Ihr Vater erlaubt, in Ihrer Begleitung die Bilder zu betrachten. Also wann gehen wir wieder hin? Naja, ich habe im Moment leider viel zu tun. Ein paar Minuten könnte ich schon erübrigen. Vielleicht auch eine Stunde. Aber mehr. Es dauert Stunden, um sich in die Stimmung eines alten Meisters hineinzuversetzen. Ich weiß. Es wäre auch zu schön gewesen. Wissen Sie was? Wir verlängern Ihren Aufenthalt auf Friedenau einfach. Sie meinen, wenn Ihr Vater mich besser kennt, überlegt er sich's nochmal? Naja, so leicht bringt man ihn von seinen Prinzipien nicht ab. Aber wenn ich mir meine Zeit besser einteile, dann könnte ich mehr Zeit mit Ihnen verbringen. Natürlich nur, wenn es Ihre Geschäfte zulassen. Danke. Das ist sehr großzügig von Ihnen. Und hier wieder eine Nachricht für Steffi, falls sie mich noch hört. Ich soll dir von Nick sagen, er hat es zu Hause nicht mehr ausgehalten. Jetzt irrt er durch die Straßen, also melde dich bei mir. Ach so, bitte. Für wen hält sich Nick eigentlich? Erst dieses Gedicht und jetzt setzt er mich auch noch unter Druck. Mir hat's gefallen. Ja, dich hat er ja auch nicht blamiert. Ach, es weiß doch keiner, dass es für dich war. Wie viele Steffis, die von einem Ex-Koma-Kranken mit Gedichten bombardiert werden, kennst du denn noch? Und wenn schon, Nick hat dir vor Tausenden eine Liebeserklärung gemacht. Das ist doch cool. Bescheuert und mega peinlich ist das. Du willst doch bloß nicht zugeben, dass es dir gefallen hat. Ich stehe nicht auf so ein rührseliges Gesülze. Und wieso hast du dann bis zum Ende zugehört? Wieso gibst du nicht endlich zu, dass du dich nie an Nick rächen wolltest? Du willst ihn zurück. Selbst wenn, was geht dich das an? Moment mal. Wieso konntest du gar nicht genug davon kriegen, mich stundenlang zu massieren? Ich bin deine Schwester. Du Biest. Du steckst mit Nick unter einer Decke. Quatsch, wie kommst du denn darauf? Millie? Ehrlich, Steffi, sowas würde ich nie tun. Nein, Steffi hat noch nicht angerufen. Uli, ich mach das schon, jetzt bleib doch mal locker. Und bitte ruf nicht die ganze Zeit an, du blockierst die Leitung. Ja, außer natürlich Nick taucht auf. Ja, tschüss. Ja, und da bin ich wieder und wieder ein Aufruf an Steffi. Steffi, falls du mich hörst, gib deinem Herzen doch bitte einen Ruck und ruf mich an. Meine Nummer ist 0045 6066, die 5 und die 0 und die 6. Knallst jetzt. Was sollte der Quatsch? Ich dachte halt, naja, du liebst Steffi doch und sie dich auch und ihr braucht halt eine kleine Starthilfe. Dazu müsste Steffi aber diesen Schwachsinn erst mal hören. Keine Sorge, das ist Teil unseres Plans. Was genau geht hier vor?
Steffi hört das Gedicht, sie ist gerührt, sie kommt zu dir, ihr versöhnt euch, ihr heiratet, ihr kriegt ein Kind, ihr nettes Frank und vielleicht auch nicht. Uli sollte also dafür sorgen, dass ich Radio höre. Und Millie hält Steffi bei Brandnest fest, richtig? Gut kombiniert. Ihr seid echt verrückt. Ja, damit können wir leben. Aber wir können nicht damit leben, dass ihr den ganzen Tag so down seid. Das finden wir nicht gut und deswegen haben wir versucht, euch wieder zusammenzubringen. Selbst wenn Steffi gewollt hätte, nach dem Schwachsinn, guckt sie mich nie wieder an. Also ich fand mein Gedicht ganz okay. Mann, du kapierst es wirklich nicht. Sie fühlt sich jetzt völlig unter Druck gesetzt. Und das kann sie auf den Tod nicht ausstehen. Abwarten. Wann sagtest du, wollte Dennis vorbeikommen? Ja, du, der müsste jeden Moment da sein. Hab ich eigentlich diese Vollmacht hingelegt? Oh, für mich wird es auch Zeit. Du, Charlie, ich hoffe, es bleibt bei dem, was wir besprochen haben. Nicht, dass du noch umfällst. Nein, nein, keine Sorge. Ich mache es so, wie du gesagt hast. Guten Abend. Hallo Dennis, schön, dass Sie da sind. Sie können gleich die Vollmacht unterschreiben. So, hier. Ich muss es ja nicht erst lesen. Ich vertraue Ihnen. Ich habe mir noch ein paar Gedanken gemacht. Über den Unfall? Über das, was heute im No Limits passiert ist. Den Ärger, den Sie wegen mir hatten. Ich glaube, es ist besser, wenn ich mir eine andere Stammkneipe suche. Das ist ja nett, aber ich habe mir auch ein paar Gedanken gemacht. Dennis, Sie wissen, ich tue alles, was in meiner Macht steht und ich bin immer für Sie da, wenn Sie mich brauchen. Es tut mir leid, aber es reicht nicht, wenn Sie sich eine neue Stammkneipe suchen. Ich muss Sie bitten, aus der Pension auszuziehen. Kannst mich mal, ich hab nichts mit dem Gedicht zu tun. Ja, wer es glaubt, wird selig. Ruf doch im Sender an, wenn du mir nicht glaubst. Weißt du was? Genau das mache ich jetzt auch. Hey, Geduld, sie ruft schon noch an. Ich spüre das im Clancy. Ist mir doch egal. Klar. Hallo, hier Dr. Love. Was kann ich für dich tun? Ich bin die, für die das Gedicht geschrieben war. Hallo? Sind Sie noch dran? Ja, schön dich zu sprechen, Steffi. Ich darf dich doch so nennen, oder soll ich vielleicht den ersten Buchstaben deines Nachnamens verwenden? Frau A. Punkt. Mein Nachname beginnt mit S. Test bestanden. Und nun? Nun hör mir mal zu, Dr. Love, oder wie auch immer du in Wirklichkeit heißt. Ich möchte wissen, wer das Gedicht geschickt hat. Na, Nick, dessen Nachname mit P beginnt. So ein Gesülz ist nicht sein Stil. Steffi, ich bin's. Nick, wie kommst du in den Sender? Das spielt doch jetzt keine Rolle. Ich will dir nur sagen, dass es mir leid tut. Und dass ich mich unmöglich benommen habe. Und ich liebe dich, Steffi. Und gerade deshalb will ich dich nicht drängen. Ich lass dich in Ruhe für immer.